Und damit blicken wir nach Tel Aviv zu Max Hermes. Max, eine unmittelbare und direkte Antwort Israels auf den Iran, auf diesen iranischen Angriff, der blieb bislang noch aus. Woran könnte das liegen? Möglicherweise wartet Israel jetzt das Ende des Neujahrsfestes ab. Das läuft hier in Israel seit dem gestrigen Abend und dauert noch bis zum Freitag an. Und am Samstag ist hier ohnehin Ruhetag. Also möglicherweise möchte die israelische Regierung den Menschen hier etwas Intimität, den Familien etwas Zusammenhalt hier bringen. Die haben jetzt so viel erleiden müssen in den letzten Wochen speziell und in den letzten Tagen noch mal ganz dezidiert mit dem iranischen Raketenangriff, dass möglicherweise man jetzt abwartet mit einer Reaktion auf diesen Angriff, um dann die Gegenreaktion nicht im Laufe dieser Feiertage erwarten zu können. Das ist also eine Option. Die andere Option ist, dass Israel ganz gezielt während dieser Feiertage angreift, weil Iran nicht damit rechnen könnte. Über die Ziele muss man noch sprechen. Wir haben es angesprochen im Beitrag, die Atomanlagen, die Urananreicherungsanlagen des Iran. Das wäre ein bevorzugtes Ziel sicherlich der Israelis, was sie sofort angreifen würden, wenn sie denn da die Rückendeckung hätten. Die Rückendeckung der USA haben sie in jedem Fall nicht. US-Präsident Joe Biden hat gesagt, er befürwortet das ganz klar nicht. Er ist ganz klar dagegen. Insofern stehen jetzt möglicherweise die Ölförderanlagen des Iran jetzt im Fokus der israelischen Angriffe. Es gibt mehrere Pläne, die sicherlich in der Schublade sind, des israelischen Geheimdienstes umgesetzt werden muss. Dann einer davon, welcher das ist, das wird die Regierung in den nächsten Stunden und Tagen entscheiden. Max, danke schön nach Tel Aviv. Und bei mir im Studio begrüße ich jetzt den Nahostexperten Ali Fatollah Nejad. Schön, dass Sie bei uns sind. Hallo, grüße Sie. Was glauben Sie denn? Wäre es möglich, dass Israel tatsächlich die iranischen Nuklearanlagen angreift als ein Vergeltungsschlag? Es wäre sicherlich denkbar, aber die Frage ist, ob es wirklich dazu kommt. Wie wir aus Washington gehört haben, sind die Amerikaner nicht von dieser Idee begeistert. Sie sind ohnehin nicht von der Idee begeistert, dass wir einen großen Krieg jetzt riskieren. Vor allen Dingen vor den Wahlen. Man muss auch hinzusagen, dass die iranischen Atomanlagen oftmals underground sind. Also man müsste auch mit Hilfe der Amerikaner bunkerbrechende Bomben benutzen. Und es gibt natürlich große Risiken, wenn man eine Nuklearanlage angreift in Bezug auf die Ausstrahlung von Nuklearmaterial. Deswegen gehe ich eher davon aus, dass Israel vielleicht eher Militäranlagen angreifen würde, von wo auch der iranische Angriff gegen Israel gestartet wurde. Wie würde der Iran wiederum auf so einen Angriff reagieren? Die iranische Seite musste irgendwie reagieren vor 2 Tagen, weil der Druck so groß geworden war, weil die Kredibilität des Regimes in Trümmern lag, nachdem Israel in der Woche davor die gesamte Hezbollah-Führungsriege ausgeschaltet hat. Also das Regime war unter Zugzwang, aber auf der anderen Seite kann sich die Islamische Republik eigentlich keinen größeren Krieg, der länger andauert, mit vielen Gegenschlägen und Schlägen gar nicht leisten. Warum? Militärisch wären die Iraner aus der Luft schier unterlegen. Man könnte dem nichts entgegensetzen, der Übermacht der israelischen Seite. Es gibt auch eine geheimdienstliche Infiltration der israelischen Seite bis ins Machtkern der Islamischen Republik, was natürlich auch Entscheidungsfindungsprozesse innerhalb eines Krieges sehr stark verkomplizieren würde. Und das iranische Regime kann sich auch keinen Krieg leisten. Die Staatskassen sind leerer als gedacht und es gibt überdies auch keinen Rückhalt in der Bevölkerung. Jetzt wurde ja auch spekuliert in den vergangenen Tagen, dass Israel durch diese Angriffe, erst der Hisbollah-Chef, jetzt eben wahrscheinlich Angriffe auf den Iran, eigentlich das übergeordnete Ziel verfolgt, das iranische Regime zu stürzen. Halten Sie das für möglich und wäre das überhaupt denkbar, indem man einfach nur einen Luftkrieg sozusagen führt? Wäre das machbar? Ich glaube, das ist spekulativ. Ich glaube nicht, dass das Interesse Israels oder auch der USA sind, einen Regime-Change gegen Iran zu fahren. Das ist auch recht unmöglich. Es würde zu einem großen Chaos führen, wenn man auch mit Bodentruppen beispielsweise reingeht, was solch eine Regime-Change-Aktion auch notwendig machen würde. Aber das, was Teheran befürchtet, ist eine Parallelität. Also der Albtraum Teherans ist ein großer Krieg von außen und ein Aufstand der Menschen im Inneren, sodass die Sicherheitskräfte in Iran so stark overstretched wären, dass es da vielleicht zu Veränderungen kommt. Aber ich glaube nicht, dass das die israelische Agenda ist. Sagt der Nahostexperte Dr. Ali Fatollah Nejad. Herzlichen Dank für den Besuch. Gerne. Danke.